Da viele mit ihrem ersten Spitz auf den Geschmack kommen und darüber nachdenken, sich noch einen weiteren Spitz anzuschaffen, geht es bei uns heute um die Mehrspitzhaltung. Das heißt, man hält mindestens zwei Spitze zusammen. Die Mehrspitzhaltung ist allerdings kein Selbstläufer. Je mehr Spitze, umso größer der Anspruch an den Hundehalter. Das heißt, man muss das Zusammenleben der Spitze managen, damit es harmonisch ist. Die folgenden Aussagen betreffen übrigens ausschließlich deutsche Spitze mit einen rassetypischen Eigenschaften, also insbesondere die Wolfsspitze vom alten Schlag und die ordentlichen, durchaus knackigen Großspitze. Diese sind in ihrem gesamten Verhalten noch sehr ursprünglich und das betrifft natürlich auch ihre Arterhaltung. Gerade potente, nicht verwandte Hündinnen sind im Kern Konkurrentinnen. Ihr Revier, ihr Futter, ihre Welpen. Du oder ich. Das kann, wenn man als Halter nicht frühzeitig eingreift, bis zum Äußersten führen und ist einem ab einem gewissen Punkt auch irreversibel. Aber auch die Rüden können sich heftig in die Flicken kriegen, auch wenn es dort am Ende meist harmloser abläuft als bei den Hündinnen. Das A und O in der Mehrspitzhaltung liegt also beim Hundeführer, also bei dir. Bist du in der Lage, für Ruhe in der Gruppe zu sorgen? Kannst du akzeptieren, dass dein Lieblingshund vielleicht nicht der ranghöchste Hund bzw. das ranghöchste Tier ist? Soll es also ein Zweitspitz sein, muss der neue Spitz zum alten passen. Es geht nicht darum, welcher Hund dir selbst am besten gefällt, sondern welcher am Ende zu deinem Ersthund passt. Achte also auf die Wesensanlagen deines jetzigen Hundes und auf die des Neulings, um für ein harmonisches Miteinander zu sorgen. Ein wesentlicher Punkt ist der Altersunterschied. Mindestens 3 Jahre Abstand zwischen beiden Hunden sind eigentlich gut. Alles darunter ist Harakiri, da hat man richtig zu tun, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Deswegen lässt man auch unbedingt die Finger von Wurfgeschwistern oder annähernd gleich alten Hunden. Da ist der Konflikt im Prinzip vorprogrammiert. So, was heißt das jetzt alles in der Praxis? Also meine Spitze beispielsweise regeln rein gar nichts untereinander, daher klappt es auch mit der Freundschaft. Früher war ich da weit weniger konsequent beziehungsweise habe weniger durchgegriffen und da haben sich Birk und Kuno durchaus mal gekloppt. Eine sehr erfahrene Züchterin schwarzer Großspitze, und die schwarzen Großspitzen sind ja nicht ohne, hat mir dann erklärt, dass sie bei ihren Hündinnen nicht mal einen blöden Blick zulässt, sonst hätte sie langfristig Sodom und Gomorra zu Hause. Seitdem ich ihrem Rat folge, sind meine Rüden miteinander also so friedlich wie die Lämmchen und unfassbar liebreizend zueinander. Aber auch grundsätzlich will ich einfach keine Kloppereien bei mir zu Hause. Ich hänge ja an meinen Möbeln. Was noch? Nun, gefüttert wird bei uns in der Rangreihenfolge und ich bin immer dabei. Und wehe, einer will sich am Napf des anderen bedienen. Sowas gibt's hier nicht. Also Leute, es ist kein Problem, mehrere Spitze zu halten, aber dann muss man halt als Halter durchgreifen und das miteinander vollumfänglich regeln. Regelt ihr nichts, kann es passieren, dass am Ende einer der Spitze abgegeben werden muss, weil ein harmonisches Zusammenleben unmöglich geworden ist. Und das will man ja nun wirklich nicht, oder?